An sonnigen Tagen konnte man die römischen Bürger von Ostia auf einer langen Steinbank in der Nähe des Forums antreffen. Freunde und Nachbarn tauschten Neuigkeiten und Klatsch aus und erledigten gleichzeitig dringendere Angelegenheiten. Diese öffentlichen Latrinen boten Platz für bis zu 20 Römer auf einmal und leiteten Exkremente in die darunter liegenden Wasserleitungen. Heutzutage betrachten die meisten Kulturen den Gang zur Toilette eher als eine private Angelegenheit. Doch auch wenn wir das allein tun, ist unsere gemeinsame Abwasserinfrastruktur eine der bedeutendsten Erfindungen in der Geschichte der Menschheit. Während viele alte religiöse Texte Anweisungen enthalten, dass Exkremente von Trinkwasser und Lagern fernzuhalten sind, nahm die Abwasserentsorgung bereits 3000 v. Chr. Eine vertrautere Form an. Antike mesopotamische Siedlungen hatten oft Lehmbauten im privatesten Zimmer des Hauses, die zum Hocken oder Sitzen gedacht waren. Diese waren mit Rohren verbunden, die fließendes Wasser nutzten, um Exkremente in Straßenkanäle und Senkgruben zu leiten. Eine solche Wasserinfrastruktur florierte in der Bronzezeit und in einigen Teilen des Industals hatte fast jedes Haus eine Toilette, die an das städtische Abwassersystem angeschlossen war. In den alten kretischen Palästen gab es sogar eine manuelle Spülung. Forscher können nicht mit Sicherheit sagen, was der Grund für diese frühen Abwassersysteme war, aber wir wissen, dass die Entsorgung von Exkrementen für die öffentliche Gesundheit unerlässlich ist. Ungeklärte Abwässer sind ein Nährboden für gefährliche Mikroorganismen, einschließlich solcher, die Cholera, Ruhr und Typhus verursachen. Es dauerte mehrere Jahrtausende, bis Wissenschaftler den Zusammenhang zwischen Abwässern und Krankheiten vollständig verstanden. Aber die üblen Gerüche von Exkrementen wurden bereits 100 v. Chr. Mit Krankheiten in Verbindung gebracht. Und um 100 nach Christus entstanden komplexere Sanitärlösungen. Das Römische Reich verfügte über ständig fließende Aquädukte, die Exkremente aus der Stadt leiteten. Auch chinesische Dynastien der gleichen Zeit hatten private und öffentliche Toiletten, allerdings wurden die Exkremente sofort wiederverwertet. Die meisten Haushaltstoiletten wurden in Schweineställe geleitet und spezialisierte Fäkaliensammler verkauften Exkremente aus öffentlichen Latrinen als Dünger. In China wurde diese Tradition der Exkrementebeseitigung über Jahrhunderte fortgesetzt, aber in Europa führte der Untergang des Römischen Reiches die öffentliche Abwasserentsorgung ins finstere Mittelalter. Grubenlatrinen, im Englischen Gongs genannt, waren weit verbreitet und Nachttöpfe wurden häufig auf die Straße entleert. In Schlössern wurden die Exkremente aus hohen Fenstern in Gemeinschaftsgruben entsorgt. In England luden die sogenannten Gongfarmer nachts die Exkremente auf und kippten sie außerhalb der Stadtgrenzen aus. Die unhygienischen Verhältnisse in Europa hielten jahrhundertelang an, aber die Toiletten selbst veränderten sich stark. Im späten Mittelalter besaßen die meisten wohlhabenden Familien Toilettenstühle, Holzkissen mit Sitzen und Deckeln. Und am königlichen Hof von England wurden diese Stühle vom Groom of the Stool kontrolliert. Er überwachte nicht nur die Darmgesundheit des Königs, sondern wurde durch seine intime Beziehung zum Monarchen auch zu einer erstaunlich einflussreichen Person. Der nächste große Sprung in der Toilettentechnik erfolgte 1596, als Sir John Harington die erste moderne Toilette mit Wasserspülung für Queen Elizabeth entwarf. Die Verwendung von Hebeln zum Ablassen von Wasser und ein Ventil zum Entleeren der Schüssel sind auch heute noch von Bedeutung. Aber Haringtons Erfindung stank nach Kanalisation. Zum Glück fügte im Jahr 1775 der schottische Erfinder Alexander Cumming eine Biegung in das Abflussrohr ein, um Wasser zurückzuhalten und Gerüche einzudämmen. Diese sogenannte S-Falle wurde später von Thomas Crapper zum modernen Röhrensiphon weiterentwickelt. Das englische Wort Crap entstand jedoch mehrere Jahrhunderte vor seinem Erfinder. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten viele Städte eine moderne Abwasserinfrastruktur und Kläranlagen entwickelt. Und heute haben Toiletten eine breite Palette von Funktionen, von luxuriös bis nachhaltig. Aber etwa 2 Milliarden Menschen haben immer noch keine eigene Toilette zu Hause. Und weitere 2,2 Milliarden haben keine Einrichtungen, die ihre Exkremente ordnungsgemäß entsorgen, wodurch diese Gemeinschaften dem Risiko zahlreicher Krankheiten ausgesetzt sind. Um dieses Problem zu lösen, müssen wir neue Sanitärtechnologien entwickeln und die verhaltensbedingten finanziellen und politischen Probleme angehen, die zu Ungerechtigkeiten in der Sanitärversorgung führen. Für faszinierende Geschichten
Weltraumabenteuer, verblüffende Philosophie, Antworten auf die seltsamsten Fragen über deinen Körper und so weiter, abonniere diesen Kanal. Bleib neugierig, bleib informiert.